Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, es gab einen Code, der im Umlauf ist, ja, der mit F9 zu tun hatte und der ist nun auf allen euren Servern verfügbar. Ja, dieser Code sollte eigentlich zuerst F9 exclusive sein, denn ja, F9 hat, wie man ja vielleicht auch schon durch meine Videos weiß oder durch andere, die auf dem Server spielen und davon berichten, des Öfteren ja mal Probleme, da F9 halt der Testserver ist für Shakes and Fidget, der Live-Testserver und sozusagen die Leute, die hier drauf spielen, ja, unfreiwillig die Probanden sind, wo die ganzen Updates immer einen Tag vorher getestet werden, bevor sie halt eben live kommen. Deswegen ja, spielt F9 auch immer einen Tag in der Zukunft. So, ne, bei mir sind die Events immer einen Tag früher. Ne, und alles weitere ist auch immer, also neue Updates oder halt eben Events, ne, Wochenend-Events, es geht immer alles einen Tag früher los. So, ne? Und ja, deswegen kommt es auch öfter mal dazu, weil das halt eben der Live-Test-Service das mal öfter auch mal zu Problemen gekommen ist. Und Shakes and Fidget hatte eigentlich einen sehr coolen Move gebracht und hatte gesagt, ey, für die Leute, die hier auf dem Server spielen, ihr habt euch das nicht ausgesucht, dass ihr jetzt quasi die Live-Tester seid sozusagen, wo die ganzen Updates immer einen Tag vorher getestet werden und so weiter und so fort. Und dadurch, dass es halt immer mal wieder zu Störungen kommt, haben wir einen Code für euch rausgebracht, ja, und hier in der Mail stand das von gestern auch. Eingeschränkte Spielbarkeit am 11. August. Ja, aufgrund technischer Überarbeitung, wie das Spiel ab Update 27.0, 11. August, ca. 11 Uhr mit Gegenständen umgeht, wird es nach dem Release dieses Updates auf der Spielwelt F9 zu Einschränkung der Spielbarkeit kommen. Bis das Update am 12. August global veröffentlicht wird, können wir einen reibungslosen Spielablauf nur in der Browser-Version des Spiels garantieren, sofern der Preview-Client über die preview.sf.net aufgerufen wird. Bei allen anderen Plattformen wird es voraussichtlich zu Problemen kommen. Wir empfehlen daher, innerhalb des genannten Zeitraums auf diesen Preview-Client mit einer Browser auszuweichen. Wir verstehen, dass dies zu Unannehmlichkeiten führen kann und möchten euch als kleine Entschädigung folgenden Coupon anbieten. Den hier, den werdet ihr wahrscheinlich dann auch bekommen haben, jetzt mittlerweile. Der Couponcode ist 7 Tage gültig und kann ab dem 6. August 25 eingelöst werden und enthält Gold im Gegenwert von 10 Stunden Stadtwache, 50 Pilze und 100 Lucky Coins. Am 6. August finden zusätzlich die folgenden Events statt: Hexentanz, Tag des heißen Eisen, Aurora Großputz und am 11. August Freiwill und Akkordabenteuer. Diese E-Mail haben eigentlich nur die Spieler von F9 bekommen, weil das halt eben auch F9 halt eben speziell betrifft. Und ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich in der Lage dazu sein, auch selbst wenn ihr nicht auf F9 spielt, den Code auch auf anderen Servern einzulösen. Ja, ich habe das selbst hier noch nicht auf F9 gemacht, aber so sieht das Ganze dann aus. So, und dann können wir uns hier auch gleich mal den Code snaggen. 100 Millionen Stadtwache, ja, Lucky Coins und 50 Pilze. Schmeckt natürlich. Ist sehr, sehr lecker. Vor allen Dingen, ich denke mal, für die Free-to-Play-Spieler, die 50 Pilze, ist natürlich ziemlich nice. Ja, allerdings sollte das halt, ja, wie gesagt, nur für F9 der Fall sein. Jetzt mittlerweile ist der Code weltweit auf allen Servern sozusagen verfügbar. Wir gehen einfach mal auf meinen Battlemage, der spielt ja auf F21 und hier kann ich halt eben den Code, ja, genauso gut einlösen und ihr seht es halt eben, ich kann ihn mir genauso gut hier abholen. Deswegen holt euch den Code ab, egal auf welchen Server ihr spielt. 50 Pilze schmecken auf jeden Fall, aber es ist natürlich mal wieder zu einem Fehler gekommen seitens Shakes and Fidget, was so wieder, ja, wo wir wieder beim Thema Kompensation sind. Das war ja so der Fachbegriff bzw. der Oberbegriff der letzten Wochen, so mit World Boss, ne, da ist was schiefgelaufen, Kompensation, dann gab es eine Kompensation von der Kompensation und so weiter und so fort. Und ja, weil es da halt eben eigentlich ja durch Wiedergutmachungen zu mehr Fehlern gekommen ist, ist es hier halt eben auch wieder so passiert. Kein Plan, was da los ist, aber ja, auf jeden Fall war es halt manchen Spielern möglich, heute Morgen, also jetzt, wenn ihr das Video seht, gestern, ja, den Code auch auf anderen Servern einzulösen, die nicht auf F9 spielen. So, dann kam es dazu, dass halt eben ja, Playa kurzzeitig gesagt hatte, ey, wir stellen den Code jetzt komplett ein, ja, beziehungsweise halt eben auf den Servern, und das kam dann aber noch zu mehr
Unwollen in der Community, weil manche den Code einlösen konnten und manche eben nicht. Die halt eben jetzt gerade so zeitmäßig Glück gehabt haben, sag ich mal, ne? Genau, und so kam es halt eben dazu, dass sie gesagt haben, okay, ja, dadurch, dass das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist, so, werden wir halt eben jetzt ja, den Code weltweit laufen lassen und eben, ja, dadurch hat halt jeder die Chance, das zu holen. Was natürlich darunter verloren ging unter der ganzen Aktion, ist halt eben die gutmütige Aktion für F9. So, weil halt eben jetzt jeder wurde jetzt wieder gleich behandelt auf allen Servern, obwohl F9 ja nicht gleich behandelt wird, was halt eben Updates, Performance etc. pp. betrifft. Es sollte halt einfach nur eine nette Geste für F9 sein. Jetzt ja, freut sich halt jeder darüber. Es ist, ja, ist natürlich nice für jeden, der Shakes and Fidget spielt. 50 Pilze ist nicht wenig, ne? Und nimmt dann natürlich mit, so, ne? Aber natürlich ist halt die Geste für F9 damit ja mehr oder weniger hinfällig. Ich persönlich gehe mal von aus, dass halt vielleicht nochmal nächste Woche oder so ein Versuch gestartet wird, für F9 vielleicht eine kleine Kompensation oder sowas irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu schaffen, weil im Prinzip hat ja jetzt dadurch, ja, ich wollte sagen, niemand was gewonnen, aber eigentlich haben ja alle was gewonnen. So, und ich glaube, das ist ja genau das Problem, weil halt welche benachteiligt werden, sollten halt auch welche bevorzugt werden. Halt eben so als Kompensation, eben speziell F9 jetzt. Ne? Und deswegen, ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es soweit ist. Dann wird es wahrscheinlich dann so sein, ja gut, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass da noch was kommt dann, ne? Dass das dann F9 Exclusive wird, wie es eigentlich jetzt schon der Code sein sollte, so, ne? Ich hatte jetzt schon gelesen gehabt innerhalb der Community, dass manche das nicht in Ordnung finden, dass F9 bevorzugt wird durch den Code. Ja, also was man sich alles anhören muss als F9-Spieler, ist schon wirklich wild, so, ne? Deswegen, also, ja, das, was wir halt eben speziell auf F9 vor allen Dingen speziell die Spieler, die schon seit S31 dabei sind, was ja vorher der Testserver gewesen ist, wo ja auch mein Main vorher war, was wir uns hier schon die ganzen Jahre über, seitdem das neue Backend eigentlich da ist, so und S31 damals zum Testserver wurde, also S31.de, für die Leute, die es nicht wissen, ist ja jetzt in der Fusion von F9 drinne und S31.de war halt vorher der Beta-Server. Hier, ihr seht das, mein Charakter wurde ursprünglich auf der Welt S31 erstellt und ja, das ist ja jetzt F9 und dadurch sind halt jetzt alle DE-Server, die ihr jetzt da unten links seht, halt eben einfach ja, F9 und ein großer Testserver so, ne? Deswegen ist auch noch so eine weitere Thematik, die noch im Raum steht. Wie sieht es aus, wenn F9 jetzt nochmal fusioniert wird mit anderen Fusionsservern, so wie zum Beispiel Maven als Fusionsserver? So, ne, wird das dann auch der nächstgrößere Testserver oder wie wird es da weitergehen? Das ist auf jeden Fall auch so eine Thematik, die steht noch im Raum. Das muss noch geklärt werden. Da gibt es noch viele Ungereimtheiten. So. Und deswegen muss man mal gucken, wie es diesbezüglich auch weitergeht, so, ne? Weil das kann ja auch nicht sein, dass irgendwann, was weiß ich, wie viele da draußen einfach nur, ja, dann gibt es nachher nur noch einen großen Testserver oder so gefühlt irgendwie, ne? Was ja dann wiederum fair wäre, weil dann jeder wieder auf demselben Standpunkt wäre irgendwo, ne? Aber ich denke mal, das wird nicht passieren. Genauso wenig, wie es passieren wird, dass es nur einen großen Fusionsserver geben wird, ne? Das hatten ja auch schon manche so gemutmaßt, so, was passiert jetzt mit den Servern, werden die jetzt alle zu einem großen fusioniert? Nee, das wird, denke ich mal, auch nicht der Fall sein. Erstmal kommen ja auch immer wieder neue Server nach, die auch früher oder später zu Fusionsservern werden. Das heißt, es wird nie einen großen Server geben, sondern halt mehrere kleine. Es kann natürlich sein, dass zum Beispiel jetzt ja, noch ein paar Server wie zum Beispiel F7, F8, F9, ne, jetzt halt F6, so alle, die jetzt nach Maven jetzt kamen, ich weiß nicht, F5, wo das noch dabei war, ob das schon bei Maven drin war oder nicht, dass die jetzt halt eben alle folgen und halt eben den zweiten großen Fusionsserver gibt. Und dann gibt es vielleicht auch den dritten, vierten, fünften, so, ne, aber dann gibt es halt sehr viele große Mega-Server, so, ich meine, es gibt jetzt schon relativ viele F-Server, ne, da muss man halt erstmal auch die Menge an Fusionsservern draus formen und ich glaube, viel mehr als 5 Server oder so werden ja auch nicht gemerged, so, ne? Das heißt, es wird noch mehr als genug Server trotzdem noch geben, dann, ne?
Ja, aber das ist auf jeden Fall erstmal dazu. Also wie gesagt, für euch, ja, nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit. Ne? F9, GDY 25. Habt ihr noch ein bisschen Zeit, den einzulösen. 50 Pilze schmecken wunderbar. Und deswegen die 100 Millionen Gold sind natürlich auch nicht verkehrt, aber ich denke mal, die meisten werden sich über die Pilzanzahl freuen. Ne? Das ist, denke ich mal, nicht so verkehrt. Jo, bis dahin. Ja, auf jeden Fall alles Gute, viel Spaß mit dem Code, ja, viel Spaß mit den Pilzen. Ich hoffe, dass vor allem viele Free-to-Play-Spieler damit was anfangen können. Ich meine, am Ende des Tages freue ich mich halt besonders für die Free-to-Play-Spieler, weil das halt immer ein Struggle ist, da an Pilze zu kommen. Und da weiß ich halt eben auch, wie viel 50 Pilze sind, weil ich ja früher auch Free-to-Play gespielt habe. Und deswegen ist es einfach eine super, super Möglichkeit, um halt eben langfristig da ein bisschen sich länger über Wasser zu halten, was halt eben so den Free-to-Play Playstyle angeht auf jeden Fall. Ne? Bis dahin war es das soweit. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.